Endlich die Roomtour der 30-Tages-Challenge. Vom stinkigen alten mobilen Hundesalon zum Traumcamper. Und das in der verrücktesten Ausbau-Challenge. Und wie es mir dabei gegangen ist, dazu findest du sehr unterhaltsame und informative Videos für deinen Ausbau unten in der Beschreibung. Heute zeige ich euch den. Kommt! Jetzt zeige ich euch eine kurze Roomtour vom Nissan NV400. Der ist baugleich mit Renault Master und Opel Movano. Sein Name ist daheim. Er ist 5,5 Meter lang und 2,5 Meter hoch. Sein Gesamtgewicht ist nur bei 2,8 Tonnen. Der Hauptfokus beim Ausbau lag auf autarkem Vanlife, Kochen mit Strom, Leichtbau und extra viel Stauraum. Beim Eingang ist gleich die Elektroschublade, in der ich meine ganzen Akkus aufladen kann. Darunter befindet sich die Steuerzentrale und Anzeigen für Wasserstand, Strom, Autoneigung und Steuerung der Verbraucher und viele weitere Funktionen. Das Hauptlicht ist auch von hier aus dimmbar. Ich habe mir wieder den Aufwand angetan und extrem viele Schubladen verbaut, weil der Stauraum viel besser genutzt wird und man einen schöneren Überblick über alles hat gegenüber die normalen Schränke. Alle Schubladen sind mit Druckknopfverriegelung, Softclose und Vollauszugsschienen ausgestattet. Ganz unten ist eine Blende, hier ist die Standheizung und der Wasserboiler verbaut, deshalb habe ich auch einen ausziehbaren Wasserhahn und ich könnte mich vorne warm duschen und einen großen Spiegel habe ich natürlich. Unsere geliebte Pflanze, eine eigene Halterung für meine Messer und diesmal eine tolle Schiebetür. Hier sind die Kochsachen drinnen, hinten ist ein 230 Volt Anschluss mit bis zu 3000 Watt, somit kann ich hier flexibel mit Strom kochen. Haha, ja, ihr seid richtig, es ist schon fertig gekocht. Auf dem Dach haben wir 400 Watt Solarpanelen und die 300 Ampere Lithium-Batterie mit dem Ladebooster sorgt für ausreichend Strom. Mit der einfachen Technik konnte ich die ganze Elektrik super leicht an 2 Tagen installieren, dazu gibt es ein eigenes Video unten in der Beschreibung. Hier ist der große 40 Liter 2-Zonen-Kühlschrank, somit kann ich die große Zone als normalen Kühlschrank nutzen und einen kleineren für den Gefrierschrank, wo meine Kühlakkus drin sind, damit ich auch später meine Gemüsekühlbox immer kühl halten kann. Ich liebe einfach diese Lösung. Nun kommen wir zur anderen Seite zum Stauraumwunder, der Apothekerschrank. Die viele Arbeit für diesen Schrank hat sich einfach gelohnt. Daneben ist die Speisekammer, ja, mit der kühlen Kühlbox und Boxtür, und die Kühlakkus können auch als Trennwand genutzt werden. Ganz unten befindet sich die Trenntoilette. Die von Boxer sind einfach Preis-Leistung und auch von der Größe her am besten. Alle Produkte und Rabatte findest du auch unten in der Beschreibung. Wenn diese Roomtour und der Van dir bis jetzt sehr gut gefällt, dann würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Das unterstützt mich bei den ganzen Projekten und dass ich weiter solche Videos für euch machen kann. Und ihr findet unten in der Beschreibung, wie schon erwähnt, sehr viele tolle Videos und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Dann viel Spaß beim Weiterschauen. Ich habe echt nie gedacht, dass ich einen Staubsauger im Van haben werde, aber es lohnt sich einfach. Ich bin froh, dass ich diesmal ein Plateau verbaut habe und auch diesen Stauraum hier so optimal mit meinen Euroboxen nutzen kann. Wenn ich etwas Langes im Van transportieren möchte, könnte ich die Schubladen aushängen und könnte durch das ganze Plateau etwas verstauen, zum Beispiel Ski oder Surfboards. Die L-Couch ist ein schöner Wohn-, Arbeits- und Schlafbereich. Dieser Schwenktisch ist einfach zu 110% perfekt verbaut und positioniert. Hier können 4 Leute problemlos sitzen, essen, arbeiten und der Tisch kann auch als Küchenverlängerung zum Arbeiten genutzt werden oder höher verstellt werden, damit ich im Stehen mit meinem Laptop arbeiten kann. Der Wandschrank daneben wurde optimal in der Tiefe ausgenutzt und bietet extrem viel Stauraum. Nach unten wird der Schrank immer tiefer und der Boden wurde ausgefräst und eine Plexiglasplatte integriert, damit habe ich immer einen Blick auf mein Wassersystem. Nun zum Bett. Die Matten sind perfekt auf meine Ausziehkonstruktion angepasst. Der ganze Umbau zum Bett dauert weniger als 10 Sekunden. Vorher hatte ich ein Fixbett. Ich bin so froh, dass ich in diesem Auto jetzt mehr Raum habe. Es hat sich echt gelohnt. Alle Produkte, die ich nutze und verbaut habe, findest du unten in der Beschreibung. Das ist der Grund, warum ich weggekommen bin vom Fixbett. Ein Fixbett nimmt einfach extrem viel Platz weg und das kann ich voll schnell umbauen. Und ich zeige euch, wenn ich zu faul bin, was ich da machen kann. Zeigen wir euch das, wenn wir zu faul sind, das Bett abzubauen, wie wir das nutzen. Wir können uns jetzt da einfach hinsetzen, ja, da drüben. Dann kann man den Tisch jetzt so oder längs nach. Man könnte auch rein theoretisch so herstellen oder
So. Aber wenn wir meistens essen oder so, dann ist es halt angenehm. Oder wenn wir spielen, dann können wir es nämlich so hergehen. Und dann können wir es hier genießen. Nun geht's zum hinteren Teil. Unterm Wandschrank im hinteren Bereich ist der große 112 Liter Radwassertank verbaut. Hier ist auch meine ausziehbare Outdoor-Dusche und die Einfüllstütze drin. Für optimalen Stauraum und Ordnung habe ich mich wieder mit Schwerlastschienen und Euroboxen ausgetobt. Die zwei großen Auszieher kann ich über 110 cm ausziehen und bis zu 150 kg belasten. Ich verwende sie auch als Ausziehtisch, Sitzgelegenheit und Outdoor-Küche. Mit meinen Euroboxen habe ich einfach die beste Ordnung im Van. Das ist die Ersatzküche. Wenn ich wirklich einmal knapp bin mit dem Strom, dann kann ich das verwenden. Das ist vom Boxer. Und wenn ich Fisch koche, kann ich eben auch draußen kochen. Und da habe ich die ganzen Ersatz-Gaskartuschen drinnen und Ersatzgeschirr. Daneben habe ich noch einen Stauraum für Yogamatten und Fitnessgeräte gemacht. Bei der Hecktüre ist eine ausziehbare Wäscheleine montiert. Und außen habe ich eine abnehmbare Surfboardhalterung für 2 Surfboards montiert. Im Van sind noch eine Klimmzugstange, 3 Fenster, davon 2 Aufstellfenster und ein Dachfenster mit Ventilator verbaut. Überall im Van sind viele Anschlussmöglichkeiten noch versteckt. Bei Schlechtwetter oder am Abend sorgen 6 dimmbare Spots, ein Hightech-Farben-LED-Streifen, ein Fairylight mit Blätter und Stauraumlichter für optimales Licht im Van. Ja, das war der Ham, so heißt nämlich der Van. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt unten einfach gerne in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, dass ich so schnell wie möglich nachher immer antworte. Viele Informationen, Videos und gratis Ausbau und Produktliste findet ihr unten auch in der Beschreibung drinnen zum Downloaden. Wenn du selbst vorhast, einen Van auszubauen, dann ist die 30-Tages-Challenge-Playlist genau das Richtige für dich. Da zeige ich von Beginn bis zum Ende die einzelnen Schritte sehr übersichtlich und gehe auf die wichtigsten Punkte ein. Ansonsten kann ich dir das ganz neue, inspirierende und informative Video empfehlen. Der ganze Van-Ausbau in 15 Minuten. Danke fürs Dabeisein und ich würde mich freuen, wenn du den Kanal ganz kostenlos unterstützt, indem dass du den abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank, ciao, bis zum nächsten Mal.